10. Juni, herzlich willkommen in Sibirien. Wir sind weit ab der Heimat, ganz hoch im Nordosten, der letzte Endpunkt der Straße auf, wie sagt man, auf Dienstreise. Und wir haben hier ein bisschen zu arbeiten. Das hier unten nennt sich Savalinki. Und das machen wir einmal komplett rund ums Haus neu, weil alles ziemlich kaputt ist. Schöne Arbeit mitten in der Natur. Hier sind etwa 20 Häuschen, was hier rumsteht. Mehr ist hier nicht. Und das ist von meiner Arbeitsstelle in der Außenstelle, die wir jetzt, ich sag mal, einmal rund ums Haus diesen Kälteschutz neu machen. Und dann schauen wir mal, was wir noch schaffen die Tage. Heute warten wir aufs Material. Ich habe einen Helfer mit aus Deutschland, der mir hier hilft jetzt, der einfach aus der Großstadt raus wollte und auch so verrückt ist, wie ich in Sibirien leben möchte. Das sind die neuesten Neuigkeiten bei uns. Die nächsten Tage mache ich noch ein paar Videos mehr. Wie gesagt, wir sind hier mitten in der Wildnis. Strom gibt es nur über ein Notstromdieselaggregat. Und Wasser haben wir frisch aus einer Quelle. Das zeige ich euch die nächsten Tage dann noch. Und jetzt muss ich weiter arbeiten. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem nördlichsten Osten Sibiriens, wo die Straßen zu Ende sind. Fantastisches Wetter, können überhaupt nicht meckern. Und heute ist der Tag 2 auf der Baustelle. Ein bisschen Altholz liegt schon rum. Gestern gab es Lieferung. Natürlich hatte unser LKW-Fahrer keine Zeit. Alles nur runtergeschmissen. Deswegen machen wir jetzt erstmal wieder einen ordentlichen Stapel, dass alles schön gerade liegt. Die paar Tage wird es gehen. Unser Dorfmechaniker hämmert gerade am Auto. Der zerlegt gerade die komplette Hinterachse, weil das Getriebe ist vollkommen kaputt. Wir gehen mal kurz dahin schauen, was los ist. Und er will aber nicht aufs Video mit drauf, deswegen darf ich ihn nicht mit filmen. Wird einmal alles zerlegt, komplett. Die Kugellage hat es erwischt. Die Bremsbacken sind auch völlig hinüber. Die machen wir gleich mit neu. Und das hintere Getriebe wird auch einmal komplett neu. Da liegt der alte Mist. So, jetzt gehen wir nochmal rum um die andere Ecke. Hier haben wir gestern schon richtig gehandwerkt. Alles abgebaut, soweit wie es möglich war. Das Gestrüpp entfernt. Das nennt sich hier Savalinki. Untere Wärmedämmung fürs Fundament vom Haus. Leider ist hier eine ganze Familie Wiesel gestorben. Die werden wir dann morgen im Wald der Mutter Natur übergeben. Und das werden wir heute alles abbauen. Das alte Holz haben wir auch schon alles, soweit wie es geht, separiert. Das wird dann gesägt und geht im Winter durch den Ofen. Und das ganze Stück hier müssen wir alles noch abgraben. Ist alles nass und verfault. Und dann bauen wir das komplett einmal neu. Das ist unsere Arbeit für die nächsten 2 bis 3 Tage. Elektrik werden wir auch irgendwann nochmal reparieren. Aber nicht heute und morgen. Die Woche ist erstmal hier rundherum um das Haus den Wärmeschutz für den Winter neu machen. Und dann schauen wir weiter. Wenn das Auto repariert ist, dann geht es erstmal nach Hause nächste Woche Montag. Bis später. Ich mache die nächsten Tage noch ein bisschen mehr Videos für euch. Den Baufortschritt zeigen, was wir hier machen. Ich hoffe, es interessiert euch. Bis zum nächsten Videoschnipsel. Baustellen-Update. Nach ca. 3 Stunden haben wir den Sauhaufen von Holz erstmal sortiert und ordentlich gestapelt. Und jetzt machen wir Mittagspause. Ein kurzes Abend. Baustellen-Update. Den Hänger haben wir jetzt hier runtergebuxiert. Material abgeladen.
Morgen fliegt der ganze Mist auf den Hänger und kommt zur Entsorgung. Hier steht unser Baustellentisch, heute angefertigt. Morgen geht es hier los. Die ganze Seite haben wir jetzt befreit. Und morgen ist Aufbau der sogenannten Savalinki. Für heute machen wir Feierabend. Bis zum nächsten Videoclip. 14. Juni für euch ein kleines Baustellenupdate. Unser guter Lader ist wieder halbwegs fahrfertig. Wir müssen noch Öl ins Getriebe auffüllen und die Kardanwellen überprüfen. Das wird morgen gemacht. Dann haben wir den ganzen Müllaufhänger geschmissen. Wenn der Lader morgen funktioniert, schaffen wir es morgen weg. Und jetzt gehen wir mal hier rum zu den alten Teilen. So, hier liegt das alte Differentialgetriebe. Hier hinten kann man das sehen, das dreht sich nicht mehr. Da das Lager hat es erwischt. Das ist vollkommen hinüber, weil das Öl ausgelaufen ist durch den Steinschlag und durch zwei gelockerte Schrauben, die nicht gesichert waren beim letzten Werkstattbesuch. Über die Werkstatt werde ich mich nicht mehr öffentlich kundtun, der Rest ist noch in Ordnung. Das werde ich mitnehmen. Vielleicht kann man es noch mal regenerieren, mal schauen. Vielleicht haben wir noch eine Chance. Jetzt gehen wir mal zur Baustelle zurück. Unser Dorfhund, Spitzname Keks. Er bettelt sich immer Kekse bei uns und frisst die dann mit Wonne. So weit sind wir gekommen. Die Hälfte ist komplett fertig. Und vom zweiten Stück haben wir auch schon ein Abteil fertig. Jetzt haben wir es 20:30 Uhr, wir machen Feierabend. Und ganz da hinten das Stückchen wird morgen mit ausgebaut, weil dort sind die Rohre in meiner Heizung immer Abwasser. Das machen wir morgen mit fertig. Und morgen ist Kampfziel mittags, wollen wir hier vorne an der Ecke sein. Mal schauen, ob wir es schaffen. Weil 18. ist Termin, da müssen wir rum sein bis zur alten Treppe. Bis morgen, euer Matze aus Sibirien. Hallo alle miteinander, für alle Neugierigen. Das ist morgen unser Abschluss. Hier vorne die Treppe instand setzen. Wir sind jetzt hier vorne an der Hausecke angekommen. Eigentlich ein kleines Problem, aber wir haben es geschafft. Es ist zu. Leider hatten wir heute Regenwetter. Heute war es nicht so angenehm. Der Himmel ist bewölkt immer noch, aber der Regen hat sich verzogen. Wir hoffen, dass wir übermorgen über den Fluss zurückkommen. Ansonsten wird es problematisch. Unser Bautisch hat super gute Dienste geleistet. Einfach nur perfekt. Na Keks, und der Dorfhund, der sich immer Kekse gebettelt hat, wenn wir Pause gemacht haben. Unser ständiger Begleiter hier. Ein ganz lieber. Kommt schmusen, streicheln, wenn es Kekse gibt. Das ist unser Müllauto vom Bekannten, hat er abgestellt. Da haben wir den ganzen Großmüll drauf geschmissen. Hier haben wir die Ecke, das Detail für euch, wenn es euch interessiert. Ecke extra abgerundet, wegen Verletzungsgefahr. Morgen kommt noch das Zierbrett dran am Hausabschluss zu den Savalinki. Und dann ist die Arbeit fertig. Da hinten noch das Zaunsfeld ausrichten. Wir haben auch gerade Kuhbesuch, mal wieder, wie immer. Die schleichen hier den ganzen Tag rum. Wie es eben auf dem Dorf so ist. Sorry, ich habe die Kamera zu tief gehalten. So, jetzt schwenken wir mal rum auf das Auto. Wenn es euch interessiert, der fährt noch. Extrem alt, aber unverwüstlich. Gefällt mir. Würde ich gerne selber haben, sowas. So, und jetzt ist Feierabend bei uns. Weil das Wetter ist auch nicht so toll. Für heute haben wir uns den Feierabend redlich verdient, denke ich. Bis zum Abschlussvideo morgen. Hallo alle miteinander, letzter Tag.
Auto ist komplett gepackt. Heute ist Abschluss, heute geht's nach Hause. In 10 Minuten ist Start. Das ganze restliche Material haben wir weggeräumt. Liegt jetzt hier ordentlich gestapelt im Innenhof. Für die nächste Aktion im August. Jetzt ist erstmal Feierabend bei uns. Kurzer Kameraschwenk. So, jetzt geht's weiter. Hier vorne haben wir nur provisorisch repariert, weil uns die Zeit gefehlt hat. Das wird im August komplett neu. Überdachung und Treppe nochmal abbauen. Die Savalienkies sind jetzt auch hier unten nur in der Ecke provisorisch. Das erstmal okay ist. Zierleiste ist angebracht. Unser Tisch wird einen neuen Besitzer finden. Aber bekommen wir im August nochmal. Von unseren beiden Dorfhunden haben wir uns auch verabschiedet mittlerweile. Die haben noch unsere Frühstücksreste bekommen und freuen sich auf August. Ja, war eine anstrengende Woche, muss ich sagen. Aber hat richtig Spaß gemacht. Und wir sind einmal bis komplett rum. Bis hinten zum Zaunstück sind wir gekommen. Das ist auch fertig. Der Abschluss. Die Abschlussleiste ist sehr breit geworden, aber die ist absichtlich breit, damit man unten die beschädigten Kanten jetzt erstmal nicht sieht. Das wird im Herbst nochmal demontiert. Dann werden die Savalienkies gefüllt mit Sägespinne, wenn alles trocken ist unten drunter. Und dann werden wir das vollenden, das Werk. Dann gibt es neue Videos für uns. Jetzt ist Heimreise und dann werde ich wahrscheinlich morgen die Videos alle Juri schicken. Und er kann euch dann diesen Spaß, den wir hier erlebt haben, präsentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Matze aus Sibirien. Oh, für euch ein kleines Video. Sibirien gibt es keine Brücken. Jetzt stehen wir am großen Fluss mit der Fuhre. Und jetzt gehen wir erstmal zu Fuß schauen, wo wir hier einen guten Weg durchfinden. Weil Standard ist hier nicht. Der Fluss verändert immer sein Flussbett. Da hinten sind Markierungen. Hinter den Markierungen ist es absolut verboten, da kommt es nicht durch. Und hier vorne auch. Wir werden jetzt versuchen, dass wir jetzt den Weg finden, wie wir problemlos durchfahren können, weil der Fluss hat etwas mehr Wasser. Viel mehr als letztens. Mal schauen. Bis gleich. So, wir haben es geschafft. Das Wasser kam schon zur Tür rein. Aber Lada Niva hat sich durchgekämpft. Bis hierhin stand das Wasser. Glück gehabt. Wir sind durch auf der anderen Seite. Hurra! Welcome to Russia in Sibirien.